Hallo zusammen und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele von euch jeden Morgen betrifft. Kaffee. Genauer gesagt, warum euer täglicher Muntermacher in letzter Zeit immer teurer wird. Habt ihr euch das auch schon gefragt? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir tauchen heute tief in die Ursachen ein und beleuchten, was da eigentlich hinter den Kulissen passiert. Bleibt bis zum Ende dran, um die Hintergründe der Teuerung zu verstehen. Schnappt euch eure Tasse Kaffee und los geht's. Der Preisanstieg bei Kaffee hat viele Gründe und einige davon sind ziemlich komplex. Aber keine Sorge, wir werden das alles Schritt für Schritt durchgehen. Fangen wir mit etwas an, das die ganze Welt betrifft, dem Wetter. Der Klimawandel macht den Kaffeeanbauern das Leben schwer. In den wichtigsten Anbauregionen der Welt wie Brasilien und Vietnam gibt es immer häufiger extreme Wetterbedingungen. Stellt euch vor, es ist viel zu trocken, dann plötzlich gibt es heftige Regenfälle. Das ist Stress pur für die Kaffeepflanzen. Brasilien, der größte Kaffeeproduzent von allen, hat in den letzten Jahren unter schlimmen Dürren gelitten. Das Ergebnis? Weniger Kaffee und oft auch eine schlechtere Qualität. Vietnam, das vor allem für robuster Kaffee bekannt ist, hatte ähnliche Probleme mit Dürre und dann mit zu viel Regen. Dort wurde die Ernte um ganze 20% reduziert, weil es so lange trocken war. Und das ist nicht nur in diesen beiden Ländern so, auch in anderen Regionen wie Äthiopien und Kenia macht der Klimawandel den Kaffeebauern zu schaffen. Die Kaffeepflanze ist wirklich ein Sensibelchen und reagiert auf kleinste Veränderungen im Klima. Experten sagen sogar, dass bis zur Hälfte der aktuellen Anbaugebiete bis 2050 unbrauchbar werden könnten. Aber nicht nur das Angebot ist entscheidend, sondern auch die Nachfrage. Und die steigt weltweit. Kaffee ist einfach ein beliebtes Getränk, nicht nur hier bei uns in Deutschland und Österreich. Besonders stark wächst der Kaffeekonsum in sogenannten Schwellenländern, vor allem in Asien. Und da sticht besonders China heraus. In den letzten 10 Jahren hat sich der Kaffeekonsum dort um fast 150% erhöht. Das liegt daran, dass sich die Kultur ändert, besonders bei jungen Leuten in den Städten. Kaffee wird da immer mehr zum Lifestyle-Getränk. Es gibt in China sogar schon mehr Kaffeehäuser als in den USA. Aber auch in Indien trinken immer mehr Menschen Kaffee. Zwischen 2012 und 2023 ist der Kaffeekonsum dort von 84.000 auf 91.000 Tonnen gestiegen. Wenn also immer mehr Menschen Kaffee trinken wollen und gleichzeitig das Angebot durch schlechtes Wetter geringer wird, ist klar, dass die Preise steigen. Dann spielt auch noch der sogenannte Rohstoffmarkt eine wichtige Rolle. Es gibt einen globalen Referenzpreis für Arabica-Kaffee, den C-Preis, der an der Börse in New York gehandelt wird. Dieser Preis hat einen großen Einfluss darauf, wie teuer der grüne, also noch ungeröstete Kaffee weltweit ist. Und dieser Preis hat in letzter Zeit Rekordhöhen erreicht. Kaffee wird dort über sogenannte Terminkontrakte gehandelt. Das sind Vereinbarungen, Kaffee zu einem bestimmten Preis in der Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen. Und hier kommt auch die Spekulation ins Spiel. Investoren versuchen, von Preisschwankungen zu profitieren. Wenn erwartet wird, dass es weniger Kaffee geben wird oder die Nachfrage steigt, kaufen sie diese Terminkontrakte, was die Preise weiter nach oben treiben kann. Aber es gibt noch mehr Gründe für den Preisanstieg. Die allgemeine Inflation, also die Geldentwertung, führt dazu, dass alles teurer wird, auch in der Kaffeebranche. Die Kosten für die Bauern, die Ernte, die Verarbeitung, die Lagerung und den Transport sind gestiegen. Da Kaffee hauptsächlich in US-Dollar gehandelt wird, können auch Schwankungen im Wechselkurs zwischen dem Dollar und den Währungen der Anbauländer die Preise beeinflussen. Und dann sind da noch die Versandkosten. Die sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, unter anderem wegen höherer Treibstoffpreise, Problemen in den Lieferketten und auch wegen politischer Unruhen. Auch politische Entscheidungen und Handelsabkommen können eine Rolle spielen. Es gab in der Vergangenheit schon internationale Kaffeeabkommen, die die Preise beeinflusst haben. Und aktuell gibt es zum Beispiel die neue EU-Verordnung zur Entwaldung, die auch Kaffee betrifft. Diese Verordnung soll sicherstellen, dass für den Kaffee keine Wälder abgeholzt wurden. Das ist natürlich gut für die Umwelt, kann aber kurzfristig auch zu höheren Preisen führen, weil die Kaffeeproduzenten neue Regeln beachten müssen.
Was bedeutet das alles nun für uns Kaffeetrinker? Nun, wir merken es direkt im Supermarkt und im Café. Die Preise sind gestiegen und einige von euch trinken vielleicht schon weniger Kaffee deswegen. Es könnte sogar sein, dass Kaffee in Zukunft eher zu einem Luxusgut wird, aber auch die Kaffeebauern bekommen nicht automatisch mehr Geld, nur weil die Preise steigen. Oft gibt es viele Zwischenhändler und auch die Kosten für Dünger und andere Betriebsmittel sind gestiegen. Wie sieht die Zukunft aus? Experten gehen davon aus, dass die Faktoren, die die Kaffeepreise beeinflussen, auch weiterhin bestehen bleiben werden. Dazu gehören der Klimawandel, die steigende Nachfrage und mögliche Probleme in den Lieferketten. Es ist also wahrscheinlich, dass die Preise in naher Zukunft weiter steigen werden und es immer wieder zu Preisschwankungen kommen kann. Ihr seht also, es gibt viele verschiedene Gründe, warum Kaffee aktuell teurer wird. Es ist ein komplexes Zusammenspiel aus Umweltfaktoren, wirtschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen, die Hintergründe besser zu verstehen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr mit den steigenden Kaffeepreisen umgeht. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal für mehr spannende Einblicke. Bis zum nächsten Mal und bleibt wach.